Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem 9FF-Kanal. Heute ein ganz neues Thema. Und zwar, ihr wisst, wir aus den letzten Folgen, wir sind ja eigentlich Porsche-Tuning-Firma, klassischerweise. Wir haben aber auch schon ganz andere Projekte verfolgt. Und wer den ersten Teil unserer Reihe aufmerksam verfolgt hat, wird sich vielleicht erinnern, dass ich in meiner Jugend großer VW-Fan war, immer noch großer VW-Fan bin. Und deshalb gibt es heute einen ganz speziellen Teil, und zwar VW-Entwicklung 3-Liter Golf. Einige von euch wissen es vielleicht oder erinnern sich noch, etwa 10 Jahre ist es jetzt her, Automotor und Sport sprach uns ganz überraschend an. Habt ihr Interesse, einen VW Golf umzubauen und so weit zu erleichtern und zu optimieren, dass der Verbrauch irgendwo im Rahmen 3 Liter hinterher rauskommt? Zielrichtung waren 1000 Kilogramm maximal und eben 3 Liter Verbrauch. So. Da ich schon zur Firmengründung mir, weil ich leidenschaftlicher Techniker ja auch bin und VW-Fan bin, direkt als Firmenwagen den 3 Liter Lupo gekauft hatte und damit einige 100.000 Kilometer durch die Gegend gefahren bin, Lieferanten abgeklappert und alles, was so dazugehört, wusste ich natürlich relativ gut über VW-Technik, 3 Liter Dieselmotor, 3 Zylinder, wie fährt sich sowas, was kann man da dran machen, was gibt es da zu beachten, wusste ich also relativ gut Bescheid und habe mir dann so im Hinterkopf gedacht, Mensch, Golf, 3 Liter Lupo, da müsste man noch irgendwie was Gemeinsames draus bauen können. Einen leichten Golf mit dem Antriebsaggregat, mit dem Getriebe, ringsrum optimiert, ich könnte mir vorstellen, dass was geht. So. Und nachdem ich dann also bestimmt 2-3 Wochen drüber nachgedacht habe über die ganze Sache, ob sich das realisieren lässt, mit der Mannschaft gesprochen hat, haben wir dann der Automotor und Sport TV zugesagt, dass wir gerne an dem Projekt teilnehmen würden und dass wir schon ein gutes Konzept erarbeitet hätten und uns eigentlich relativ sicher sind, dass wir die Vorgaben, die sie erreichen wollen, dass wir die auch schaffen. Naja, letztendlich lief das Ganze dann darauf hinaus, dass über 10 Folgen Automotor und Sport TV ganz genau und detailliert über den Aufbau des Autos berichtet wurde. Ja, das fing also damit an, das Auto wurde uns übrigens gestellt, glücklicherweise. Wir waren ja damals noch, wann war das, 2008 oder irgendwann, als wir damit losgelegt haben, noch eine relativ kleine Firma. Haben also das Auto bekommen, was ein ganz normaler Golf Diesel war, ein roter Viertürer, absolutes Standardauto, den wir dann vermessen haben. Der war schwer, der wog 1480 Kilogramm, irgendwie so in dem Dreh. Hatte nicht besonders viel Leistung, Verbrauch war auch irgendwo 5, 6, 7 Liter rum nach Testfahrten. Also so mal ein ganz normaler, guter Golf Diesel, vernünftiges Auto. So. Naja, dann haben wir also nach und nach angefangen, das Auto zu zerlegen und alles wurde dokumentiert und ständig gefilmt, was auch nicht immer ganz einfach war. Da gab es auch immer wieder Reibereien, weil das Tagesgeschäft in der Firma musste ja auch noch laufen. Aber naja, wenn gefilmt wird, wird gefilmt, dann muss alles andere ruhen und das war also schon relativ aufwendig. Wir haben dann nach und nach alles aus dem Auto ausgebaut, bis das Auto eigentlich nur noch eine Rohkarosserie war und haben dann als erstes angefangen, jedes Teil zu wiegen. Zu wiegen und zu gucken, wie ist die Konstruktion der einzelnen Teile, ob es Achsteile war, Hinterachse, Vorderachse, Querlenker, Bremsscheiben, Bremssättel, Innenausstattung, Türen, Klappen, Hauben. Also wir haben alles zerlegt, alles gewogen, alles dokumentiert und erstmal lange Listen geschrieben. Also, Ergebnis des Ganzen war, dass wir im Prinzip fast an jedem Teil angreifen mussten und dass das Projekt dann doch wieder deutlich größer geworden ist, als wir es ursprünglich uns vorgenommen hatten. Naja, wir haben dann also nach und nach angefangen, eigene Achsen zu bauen. Wir haben eine komplett eigene Dreiecks-Querlenker-Vorderachse gebaut mit einem Aluminiumfederbein, was uns H&R zur Verfügung gestellt hat, mit Gewindefederbein. Alles, um es irgendwie leichter zu bekommen. Der Querlenker war aus ganz dünnem Edelstahl geschweißt, hatte Uniballgelenke wie im Rennsport. Also wir haben ringsum probiert, alles so leicht und so diffizil und filigran zu machen, wie es vielleicht früher auch Colin Chapman bei Lotus gemacht hat. Einfach jedes Teil in die Hand nehmen, dünner machen, kleiner machen, gut konstruieren, vernünftig berechnen, dass es hält, obwohl es deutlich leichter ist. In einigen Teilen natürlich auch deutlich teurer wurde, aber eben einfach leichter wurde. So, das war die Vorderachse. Bei Hinterachse ging es weiter. Der Golf war ein Vorderradantriebauto, natürlich dann diese Verbundlenker-Hinterachse. Alles rausgeflogen, wir haben komplett neu gebaut, ganz dünne Rohre, auch als elastische Teil-Dreiecks-Querlenkerachse gebaut. Mit Vorderachs-Radträgern, die dann Hinterachsradträger wurden.
mit einem speziell angefertigten Federbein, wieder aus Aluminium, auch wieder von H&R, die uns da gut unterstützt haben. Die Hinterachse war hinterher keine Verbundlenkerachse mehr, sondern eigentlich eine McPherson-Achse, so wie man es sonst von der Vorderachse kannte. Aber es hatte den Vorteil, dass wir allein an der Hinterachse bestimmt 35 Kilo am Teil gespart haben, was natürlich in der Gesamtbilanz dann unglaublich viel ausmacht. Ja, wo wir gerade bei den Achsen sind, das ging dann weiter mit der Bremsanlage. Bremsanlage, klar, logisch, einfaches Auto, Stahlscheibe, irgendwie ein Faustbremssattel, alles aus Stahl, war uns natürlich viel zu schwer. Wir haben dann nach einigem Suchen und aus der Erfahrung heraus mit Porsche, mit den Keramikbremsscheiben, glücklicherweise einen Hersteller gefunden, der uns in kleinen Größen, nämlich mit einem 280er Durchmesser, Keramikbremsscheiben machen konnte mit einem Aluminiumbremstopf, wodurch wir sehr viel Gewicht gespart haben und haben das dann kombiniert mit Porsche Aluminiumbremssätteln, vorne wie hinten, und hatten auf mal eine Bremsanlage, die weniger als die Hälfte wog als das Originalteil. Natürlich wieder relativ teuer, weil Kleinserie und Keramikscheiben, aber in Großserie gefertigt würde das dann schon wieder ganz anders aussehen. Naja, dann stand das Auto also erstmal auf vier Rädern stand es ja noch nicht, aber es stand zumindest auf Achsen und auf Bremsen. Und dann kamen natürlich die Räder ins Spiel. Räder waren original montiert, Stahlfelgen mit Radkappen. Ich glaube 16 Zoll, 15 Zoll, irgendwie sowas in der Größe. 195er Reifen, alles was da so Standard war beim Golf 5 Diesel. War uns natürlich auch alles viel zu schwer und zu groß und zu breit und zu wenig aerodynamisch. Und deshalb haben wir uns dann überlegt, was ist das leichteste zurzeit auf dem Markt? Das sind eigentlich Spalträder aus Magnesium. Spaltrad deshalb, weil das ist eine geschmiedete Scheibe, die dann in einem speziellen Roll- und Pressverfahren aufgespalten wird, woraus sich dann die Felgenbetten ergeben. Naja, und mit der Otto Fuchs Firma, die spezialisiert sind ja auf Schmiederäder, hat sich dann auch der passende Zulieferer dafür gefunden, die uns 4 Räder zur Verfügung gestellt haben für das Projekt. Räder, die eigentlich mal waren für ein BMW-Versuchsfahrzeug. Deshalb mussten wir dann auch noch den Lochkreis umbauen. VW hatte ja oder hat immer noch 5x112. Die Felgen hatten aber 5x120, weshalb auch immer. Also Achsen wieder auseinander, Radträger umbauen, umbohren, neue Gewinde setzen auf 5x112, die Felgen anpassen mit Ringen in der Mitte, damit es auch alles zentriert läuft. Naja, jedenfalls haben wir die Räder drauf gekriegt, extra schmal, 6x16, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben dann natürlich auch noch einen schmalen Reifen gebraucht, weil schmaler Reifen, gute Aerodynamik, schmaler Reifen mit hohem Luftdruck, wenig Rollwiderstand. Haben dann auch wieder jemanden gefunden, der uns spezielle Reifen machte mit einer ganz besonderen Leichtlauftechnik. Semperit war es damals. Naja, ganz schmal, 165er Größe in 16 Zoll, 80er Querschnitt, schön großer Abrollumfang, gut für niedrige Motordrehzahl. Und damit stand das Auto dann wirklich endlich auf 4 Rädern. Was danach natürlich noch fehlte, war der Motor und die ganze Aerodynamik und der Leichtbau an der Karosserie. Weiter ging es dann mit dem Motor. Hatte ich mich ja schon relativ früh darauf festgelegt, dass ich den Lupo-Motor 3 Liter, 3-Zylinder, 1 Liter Turbodiesel favorisiert hat, Pumpe-Düse-Einspritzung, der in dem Auto lief und da schon nachgewiesen hatte, dass er wirklich mit 3 Liter oder auch zum Teil bei Extremverbrauchsfahrten sogar mit bis zu 2,1 Liter bewegt werden konnte. Wir haben uns also einen kompletten 3 Liter Lupo gebraucht gekauft, haben das Auto zerlegt und haben dann angefangen, den Motor samt Getriebe in den Golf einzupassen. Wir brauchten dazu neue Motorlager und neue Motoraufhängungen, haben das dann aber mit relativ geringem Aufwand schnell in das Auto reinbekommen. Hatten dann aber natürlich das Problem, dass weder Steuergeräte noch Kabelbaum noch Tacho oder irgendwas zusammenpasste mit dem Auto. Das heißt, Golf-Elektronik, Elektrik passte gar nicht mit Lupo-Elektrik-Elektronik zusammen. Naja, und dann waren wir natürlich da, speziell unsere Elektriker Jacek und Christian waren zu der Zeit sehr gefordert, mussten dann eben aus 2 Kabelbäumen und aus 2 Fahrzeug-Elektroniksystemen ein System zaubern. Wir haben dann zum Beispiel den Tacho des 3 Liter Lupos mit übernommen, das war deutlich einfacher, und haben auch die ABS-ESP-Bremsanlage mit übernommen, um die Kabelbaum so einfach wie möglich zu halten. Haben dann auch in dem Zuge gleich aus dem Kabelbaum alle Funktionen, die wir nicht mehr brauchen, also elektrische Fensterheber hinten, Schiebedach, alle möglichen Elektrofunktionen, die nicht wirklich lebensnotwendig sind, alle rauszuziehen, um den Kabelbaum in dem Zuge dann auch gleichzeitig noch mit zu erleichtern, und haben auch da unglaublich viel Gewicht gespart. Der erste Motor ist uns leider relativ schnell kaputt gegangen. Wir hatten ja einen gebrauchten Lupo gekauft. Das hatte wahrscheinlich auch einen Grund, dass der Besitzer den günstig verkauft hat, weil er hatte extrem hohen Ölverbrauch
Und nach den ersten Touren mit unserem Golf haben wir uns dann dazu entschieden, den direkt wieder rauszuschmeißen. Haben den gegen einen Austauschrumpf von VW getauscht, hatten dann zum Glück einen General überholten Original-VW-Motor und der lief dann auch endgültig zum Glück perfekt. Ohne Ölverbrauch, weil Ölverbrauch wäre natürlich auch schlecht für den Abgastest, der ja ganz zum Schluss anstand gewesen. Und natürlich auch für den Verbrauch insgesamt weniger Kompression, schlechte Verbrennung, höherer Verbrauch, weniger Leistung. Damit stand dann im Prinzip das ganze Technikkonzept des Fahrzeugs. Was dann noch fehlte, war Aerodynamik und Leichtbau an der Karosserie. Auch da sind wir natürlich ganz radikal rangegangen. Die Innenausstattung war ja schon komplett raus. Türen, Hauben, Dach, Heckklappe, Kotflügel, alles war ab. Und was lag dann natürlich näher, als die Karosserieteile durch Carbonteile zu ersetzen. Möglichst leicht Kohlefaser. Haben dann mehrere Hersteller ausprobiert. Wir haben unter anderem probiert Türen, Außenteile aus Hanfgewebe, so wie es ja auch im VLN mal lief. Fantastischen 4, die haben es ja mal probiert bei einigen Fahrzeugen. Und inzwischen läuft es ja, glaube ich, sogar am aktuellen Cayman GT4 Clubsport. Ein Hanfgewebe, was eben ja, leicht ist, nicht ganz so leicht wie Carbon, aber eben ein natürliches Gewebe ist, recycelbar ist und deshalb ökologisch wertvoller. Deshalb wollten wir es auch gerne haben am Golf. Zu der Zeit, als wir es eingesetzt haben, hat es aber noch nicht funktioniert. Die Form war zu stark abweichend von dem Serienteil, das heißt, es passte alles nicht dran, die Passform war schlecht. Vielleicht lag es am Hersteller, vielleicht lag es an der Technologie. Ich kann es nicht genau beurteilen. Jedenfalls mussten wir dann auf einen weiteren Lieferanten wechseln, der uns dann alle Teile auch wieder anhand der Originalform oder Originalteilform in Sichtkohlefaser nachgebaut hat und bei dem war es perfekt. Das heißt also, das Auto hat inzwischen Türaußenhäute, ist ja ein Viertürer, komplett in Sichtcarbon. Es hat Türinnenrahmen, das war in dem ersten Schritt noch nicht so vorhanden mit dem Jute-Hanfzeug, alles komplett in Kohlefaser. Eine Dachaußenhaut, also Blech raus, Carbon rein. Komplette Heckklappe mit allen Verstrebungen, exakt wie das Heckteil, wie Originalteil in Sichtkohlefaser, eine Fronthaube in Sichtkohlefaser und diverse Kleinteile in Kohlefaser. Das heißt, überall Blech weg, haben dadurch über 100 Kilo gespart bei allen Teilen. Insgesamt alleine Frontklappe waren fast 20 Kilogramm. Also der Leichtbau durchs Kohlefaser war extrem. Hat natürlich den Nachteil, dass die Recycelfähigkeit zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben ist. Inzwischen wird ja daran gearbeitet, es wird zum Glück also besser. Und in Kleinserienfertigung unglaublich teuer. Aber inzwischen ist es natürlich so, dass viele Kohlefaserteile auch in Großserie gefertigt werden mit aufwendigen Formen. Und dadurch ist die Herstellung deutlich günstiger geworden. Man sieht es bei BMW M-Modellen oder bei Porsche GT-Modellen, die genauso Fronthauben, Dächer und diverse andere Teile, Sitze und so weiter auch aus Sichtkohlefasercarbon haben. Aerodynamik. Leicht war sie jetzt, die Karosserie, aber noch nicht aerodynamisch. Große